Hallöchen ihr Lieben, willkommen zu einem neuen leckeren Tortenrezept. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache heute eine No-Bake Kinder-Country-Torte. Ich kam auf die Idee, weil ich gestern diese leckeren Kinder-Country-Donuts gemacht habe. Kleiner Spoiler. Warte mal. Oh. Dein Gesicht ist so scharf jetzt. Oh. Du bist aber auch scharf, Kiki. Hamza, was du Sprüche. Auf jeden Fall. Es könnte so eine Bar. Ey, du bist aber scharf. Also, diese leckeren Donuts kommen bald auf dem Kaufland-Kanal online. Kleiner Spoiler. Und ich kam auf die Idee, weil ich hatte noch Funny Honey ohne Ende übrig. Und deswegen dachte ich mir, komm. Das ist einfach Smacks im Endeffekt. Ein Smacks Dupe. Wir machen jetzt einfach eine leckere Kinder-Country-Torte. Läuft die Kamera? Yes. Sehr gut. Ich mache jetzt nämlich schon direkt den Boden. Der muss nämlich gleich ein bisschen auskühlen. Und der besteht aus Vollmilchkuvertüre. Die habe ich in der Mikrowelle geschmolzen bei 600 Watt. Nicht länger als eine Minute oder 80 Sekunden. Passt bitte auf und rührt ständig, damit ihr keine verbrannte Kuvertüre habt. Da gebe ich jetzt noch zerlassene Butter rein. Heute alles in der Mikrowelle geschmolzen. Es geht auch über ein Wasserbad, falls ihr keine Mikrowelle habt. Meine Eltern haben ja bis heute keine Mikrowelle. Meine Mutter mag das nicht so. So, und dann rühre ich das und gebe das dann zu diesen Smacks Dupes und verrühre das ordentlich. So, der Boden ist soweit. Jetzt brauchen wir einen Tortenring. Ihr dürft auch gerne eine Springform verwenden, wenn ihr mögt. Ich nehme jetzt den Tortenring, weil ich den auf 24 cm einstelle. Hier ist mein Cakeboard, damit ich es doch gleich anheben kann. Das Backpapier ist wichtig, damit ihr den Boden nachher lösen könnt, sonst ärgert ihr euch. Und hier ist mein Tortenring, 24 cm. Dadurch, dass es jetzt eine No-Bake-Torte ist, könnt ihr auch 23, 25, 26 cm wählen. Das ist nicht so wichtig, aber weicht nicht ganz so stark ab, sonst wird die Torte am Ende richtig hoch oder richtig flach. Jetzt habe ich das alles schön verteilt und das kommt jetzt in den Kühlschrank, weil das muss alles fest werden. Und je nachdem, wie kalt euer Kühlschrank eingestellt ist, dauert das so ungefähr eine Dreiviertelstunde, vielleicht auch nur eine halbe Stunde. Mein Kühlschrank ist immer sehr kalt eingestellt. Und wir machen in der Zwischenzeit aber schon die Creme, okay? Bis gleich. Okay. Das ist so cringe, wenn ich so rauslaufe. Wo willst du denn hingehen? Mach doch Treppen runterlaufen, Keller. Ja, tschüss, bis gleich, ne, Uwe? Das ist cringe. Ah, okay, das ist echt cringe. So, für die Creme habe ich hier ganz viele Zutaten, die ich euch in die Infobox genauestens aufschreiben werde. Aber als kleine Übersicht, ich mache eine Mascarpone-Sahne-Creme mit Schmand, mit Zucker, mit Vanilleextrakt und wenn ihr mögt, mit etwas Magermilchpulver. Das ist nicht Kaffeeweißer. Da hattet ihr mich unter meinem XXL Kinderpingui-Rezept gefragt, ob es Kaffeeweißer ist. Das ist nicht dasselbe, aber wenn ihr kein Magermilchpulver habt, dann lasst es einfach ersatzlos weg. Ich persönlich finde, das gibt nochmal diesen gewissen Kinder-Country-Geschmack, also zumindest das Innere davon und deshalb nehme ich es mit rein. So, ich gebe jetzt alles in meine Küchenmaschine. Ihr könntet auch euer Handrührgerät verwenden, aber ich mache es so, dass ich alles reingebe bis auf Sahne fest und lasse das dann erstmal langsam miteinander verrühren, damit es sich verbindet. Und dann werde ich immer schneller und schlage das ungefähr eine Minute. Und die ganze Creme ist fertig, wenn alles schön steif ist. Also auch die Sahne wird darin richtig schön steif. Und dann ist sie fertig und in der Zwischenzeit einfach Sahne fest einrieseln lassen. Mascarpone, Schmand und Sahne sind schon drin. Alles kalte Zutaten. Zucker. Dann habe ich hier mein Magermilchpulver und Vanilleextrakt. Die Creme ist fertig, die schnellste Creme. Wie oft sage ich das? Die schnellste und leckerste Creme. Die ist halt sehr variabel. Ihr könntet auch Quark zum Beispiel nehmen, aber ich habe es lieber ein bisschen fester, damit es auch schön schnittfest ist. Mein Boden ist jetzt auch fest geworden und ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich noch mal ein paar, wie heißen sie nochmal? Dupes? Smacks. Ob ich ein paar Smacks in die Creme reingebe, aber die würden euch aufweichen nach einem Tag oder so oder nach einem halben Tag. Schmecken die so labbrig. Dann schmecken die so labbrig. Nee, das passt nicht. Dafür haben wir sie ja schon auf dem Boden und ich gebe gleich für die Deko noch was oben drauf. Also der Boden ist auf jeden Fall schön fest, ich kann ihn gut anheben. Und jetzt nehme ich mir mein Cakeboard von unten drunter
Und löse schon mal, damit ich es gleich einfach schöner transportieren kann auf meine Tortenplatte, löse schon mal den Boden. Super easy. So, zack. Und jetzt einfach die Creme on top geben und schön glatt verstreichen. So, ich habe das jetzt schön verstrichen und so lange muss die Torte jetzt gar nicht kühlen, dadurch, dass wir eben eine feste Creme haben. Aber ich habe gerade schon gesagt, ihr könntet die Creme natürlich auch mit einem Anteil an Quark machen. Ich lese ja immer eure Kommentare und ganz oft wird halt die Frage gestellt, was kann ich ersetzen in der Creme, wenn ich dieses und jenes nicht habe. Ich werde euch das in die Infobox aufschreiben, das finde ich persönlich am einfachsten. Und die Torte gebe ich jetzt nur für 20 bis 30 Minuten in den Kühlschrank und zeige euch so lange den Schokodrip. Den Schokodrip. Für den Drip ganz wichtig, Sahne erwärmen und nicht aufkochen. Und sobald die Sahne dann warm genug ist, einfach gehackte Vollmilchkuvertüre reingeben und so lange verrühren, bis sich das zu einer homogenen Masse verbunden hat. Das lasse ich dann nochmal 10-12 Minuten stehen, damit der Drip einfach so ein bisschen dickflüssiger ist. Und jetzt habe ich auch meine Torte aus dem Kühlschrank genommen und nehme meinen Backformlöser, damit ich mir die Seiten jetzt auch nicht wegreiße, einfach da entlang fahren. Den Boden könnt ihr dann auch direkt mitlösen. Dann nehme ich den Tortenring ab und werde den Drip mit einem Löffel verteilen. Der Drip ist verteilt. On top sind natürlich noch ein paar Kinder-Countries Pflicht und ein paar Snacks-Dupes. Warum sage ich das immer? Und ein paar Cerealien. Also es ist keine Werbung für Kellogg's, auch nicht für Kaufland oder für Kinder-Country. Nein, das ist einfach nur eine leckere Torte, die ihr unbedingt mal nachmachen solltet. Ich schreibe euch, wie gesagt, alle ganz genauen Mengenangaben in die Videobeschreibung. Wenn ihr dieses Video feiert und das Rezept generell, hinterlasst einen Daumen nach oben und bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn gleich wandern wir rüber ins Wohnzimmer zum Tasty Table und dann bin ich super gespannt, wie du die Torte findest. Ich lasse den Drip aber noch aushärten, das dauert ungefähr 15-20 Minuten und dann schneiden wir an. Hammer, so viel Geduld haben wir doch noch. Okay, also bis gleich. Ich sag an der Stelle schon mal Tschüss, eure Kiki. Das darf jetzt nicht fehlen, ne? Nee, das ist Pflicht. Und jetzt. Wenn ich bei 3 bist du bereit und redest, okay? 1, 2, 3. Boah, ich will mal gerne sehen, wie das aussieht. Boah, das sieht richtig cool aus. Egal, Leute. Ich wollte klatschen, aber ich hab das in der Hand. Taste-Test. So, was geht ab hier? Aber ich finde das cool hier, so diese Deko ist richtig schön, so wie in echt, ne? Wie auf dem Kindercountry. Ja, wie auf dem Feld. So, mal gucken, wie das schmeckt. So, wir haben jetzt eine Schokoschicht oben, Mascarpone. Mascarpone, Schmand, Sahne, Vanilleextrakt und wieder Magermilchpulver. Das erinnert mich irgendwie an Nippon ein bisschen. Kennst du Nippon? Ja, ne? Der Boden, ja. Ja. Jetzt haben wir mit dem Boden auf jeden Fall so einen Crunch, ne? Die Sahne gibt die Frische und die Schokolade gibt die Süße. Ja, ja. Boah, geil. Oh, echt? Du guckst mich voll verliebt an. Liebst du mich? Also ich merke auch einen Unterschied zwischen diesem Magermilchpulver, wenn sie drin ist, wenn sie nicht drin ist. Ist echt so, ne? Der schmeckt jetzt wie dieser XXL Kinderpinguin, die Sahne. Man merkt schon einen Unterschied von Magermilchpulver. Leute, wenn ich es nicht habe, dann macht's ohne, aber ich finde es mit schon mega lecker, ehrlich. So, also
Das harmoniert richtig geil. Das ist mal so ein anderer Kuchen, weißt du? Weil der Boden ja auch anders ist. Der gibt richtig Crunch. So Aber richtig Crunch. fragen bestimmt viele, ist der Boden vor allem nach dem Kühlen zu hart? Das ist jetzt kein weicher Boden, den man einfach so trennen kann. Man muss schon ein bisschen mehr Druck ausüben, aber das macht das voll aus. Macht das voll geil. Also es ist eher knusprig und nicht hart, ne? Also ich glaube, wenn man den ein bisschen früher aus dem Kühlschrank nimmt und ein bisschen so länger stehen lässt beim Zimmertemperatur, dann ist er doch ein bisschen weicher, der Boden. Ja, also Aber es ist egal, Kiki, lass den hart sein. Ich finde es gar nicht so schlimm. Jetzt darfst du reden. Also ich hätte jetzt nur gesagt, vielleicht eine Viertelstunde vorher aus dem Kühlschrank nehmen, dann ist er wirklich perfekt. Boah, das hört sich gut an. Leute, macht's unbedingt nach. Ich sag es nicht, ich sag es zwar immer, aber macht's echt nach, weil das ist mal ein anderer Kuchen, weil der Boden anders ist, finde ich. Das ist so, das wird Kinder-Country total gerecht. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Ich dachte, du machst jetzt ganz normalen Boden. Und dann machst du Kinder-Countries drauf und das ist Kinder-Country-Sorte, weißt du? Ja. Aber das ist was ganz Neues, mega. Dankeschön. Ehrliche Worte von einem ehrlichen Mann. Du bist süß. Würde ich nicht wissen, dass du das selber reingemixt hast, würde ich denken, das ist ein Nippon-Boden. Also ganz faule, macht einfach Nippon drunter. Backblech. Boah, ich glaube nicht. Ich glaube, das würde zu süß und zu hart. Ja, kann auch sein. Leute, Kiki, hast du gemeistert. Ich gehe jetzt weiter und gib mir noch ein Stück Kinder-Country. Peace and out. Mega. Mega.